Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Nationale Interessen von Klaus von Dohnanyi ist ein präziser, erfahrungsbasierter Kompass für politische Entscheidungen in einem Zeitalter multipler Krisen. Der frühere erste Bürgermeister von Hamburg und langjährige Bundespolitiker formuliert eine nüchterne, aber konstruktive Antwort auf die Frage, wie Deutschland und Europa ihre Handlungsfähigkeit in einer Welt wiederfinden, die von geopolitischen Rivalitäten, technologischen Umbrüchen und fragilen Lieferketten geprägt ist. Anstatt moralische Selbstvergewisserung oder kurzfristige Schlagworte in den Mittelpunkt zu stellen, argumentiert Dohnanyi für eine reflektierte Realpolitik, die Werte, Verantwortung und Interessen systematisch austariert. Er fordert, nationale Interessen klar zu definieren, transparent zu priorisieren und entschlossen zu vertreten, ohne dabei den europäischen Zusammenhalt zu gefährden. Gerade in der Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und China, im Umgang mit Russland, in der Debatte um europäische Souveränität sowie in Fragen der Energie- und Industriepolitik zeigt das Buch, wie analytische Nüchternheit und strategischer Pragmatismus zu besseren Ergebnissen führen als symbolische Politik. Dohnanyi verbindet politisches Erfahrungswissen mit historischer Perspektive und ökonomischem Sachverstand. Er macht deutlich, dass Resilienz, Sicherheit und Wohlstand nicht zufällig entstehen, sondern Ergebnis klarer Zielbilder und harter politischer Entscheidungen sind. Nationale Interessen liefert dafür eine strukturierte Orientierung und bietet Entscheidungsträgern, Studierenden und politisch Interessierten eine anspruchsvolle, zugleich gut nachvollziehbare Grundlage, um Debatten zu versachlichen und Politik an überprüfbaren Zielen auszurichten. Das Buch ist ein Plädoyer für Verantwortung anstelle von Pose und für Partnerschaft, wo sie nützt, aber auch für Selbstbehauptung, wenn sie nötig ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Nationales Interesse als Kompass der Politik. Dohnanyi beginnt mit einer zentralen Klärung, die in vielen politischen Debatten fehlt. Was genau sind nationale Interessen und warum müssen sie explizit und nachvollziehbar formuliert werden? Nationale Interessen sind in seiner Perspektive nicht das Gegenteil von Werten, sondern deren tragfähige Umsetzung in der Wirklichkeit. Werte geben Orientierung, Interessen sorgen für Priorität, Machbarkeit und Dauerhaftigkeit. Ohne diesen Kompass drohen Aktionismus, moralischer Überschwang oder eine symbolische Politik, die zwar Beifall bekommt, aber keine nachhaltigen Ergebnisse erzielt. Der Autor plädiert für eine Definition, die Sicherheit, Wohlstand, gesellschaftlichen Zusammenhalt, technologische Handlungsfähigkeit und internationale Gestaltungskraft umfasst. Er fordert, diese Ziele in Zielkonflikten offen gegeneinander abzuwägen, statt sie hinter moralischen Deutungen zu verstecken. Das unterscheidet seine Position von einer reinen Wertepolitik, die häufig auf Deklarationen setzt und das schwierige Geschäft der Priorisierung scheut. Dohnanyi betont, dass Interessenpolitik auf sorgfältiger Lageanalyse beruht. Dazu zählt die nüchterne Einschätzung von Machtverhältnissen, Abhängigkeiten, Koalitionsoptionen und Zeitfaktoren. Wer nationale Interessen definieren will, muss die eigenen Fähigkeiten realistisch bewerten, die Interessen der Partner und Gegner verstehen und die Konstellationen identifizieren, in denen Kompromisse möglich oder rote Linien notwendig sind. Zur Professionalität gehört für ihn, Interessen nicht zu verbergen, sondern zu begründen. Transparenz stärkt demokratische Legitimation. Disziplin schafft Verlässlichkeit gegenüber Partnern. Nationale Interessen sind zudem dynamisch. Sie verändern sich mit Technologiezyklen, Sicherheitslagen und gesellschaftlichen Präferenzen. Deshalb braucht Politik lernfähige Institutionen, die Annahmen überprüfen, Daten auswerten und bei Fehlentwicklungen Kurskorrekturen ermöglichen. Ein weiterer Kernpunkt ist die Trennung von Zielen und Mitteln. Sanktionen, Interventionen, Dialogformate oder Handelsabkommen sind keine Ziele, sondern Werkzeuge, deren Nutzen laufend gegen Risiken, Kosten und Nebenfolgen zu bilanzieren ist. Dohnanyi argumentiert, dass diese Herangehensweise nicht Zynismus ist, sondern
Verantwortungsethik. Wer Nachteile für die eigene Bevölkerung, Partner oder die globale Stabilität kleinredet, betreibt keine werteorientierte Politik, sondern verlagert Kosten in die Zukunft. Realismus heißt in seiner Lesart, das Wünschbare mit dem Möglichen zu verbinden und so Fortschritt zu sichern. Zweitens. Deutschlands Rolle in Europa und die Frage der europäischen Souveränität. Im europäischen Kontext sieht Dohnanyi Deutschland in einer doppelten Verantwortung. Einerseits muss Berlin die eigenen Interessen klar benennen, damit Partner wissen, woran sie sind. Andererseits darf Deutschland seine Gewichte nicht solitär einsetzen, sondern sollte europäische Mehrheiten bauen, um Handlungsfähigkeit zu verstetigen. Das Ziel ist ein Europa, das strategischer denkt, schneller entscheidet und seine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Basis stärkt. Dohnanyi plädiert für europäische Souveränität als praktisches Projekt. Gemeint ist keine Autarkie, sondern die Fähigkeit, in kritischen Bereichen unabhängig zu entscheiden und Maßnahmen umzusetzen, ohne durch externe Erpressbarkeit gelähmt zu sein. Dazu zählen Schlüsseltechnologien, Energieversorgung, digitale Infrastrukturen, Rüstungskooperationen und Kapitalmärkte. Er unterstützt eine Vertiefung dort, wo sie Kapazitäten hebt, statt bürokratische Strukturen zu vermehren. In der institutionellen Debatte hebt er die Notwendigkeit hervor, Entscheidungsprozesse zu entschlacken. Blockaden durch Einstimmigkeit in zentralen außen- und sicherheitspolitischen Fragen schwächen Europas Glaubwürdigkeit. Qualifizierte Mehrheiten, klare Mandate und arbeitsteilige Führung zwischen Mitgliedstaaten können die Reaktionszeit in Krisen verringern. Der Autor betont die Rolle der deutsch-französischen Zusammenarbeit, warnt jedoch vor einer romantisierten Sicht auf diese Achse. Paris und Berlin haben legitime, teils divergierende Interessen. Erfolgreich wird die Partnerschaft, wenn beide Seiten ehrlich bilanzieren, welche Projekte Nutzen stiften und welche nicht tragfähig sind. Zugleich müssen die Perspektiven der mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten stärker integriert werden. Deren sicherheitspolitische Lage, historische Erfahrungen und wirtschaftliche Prioritäten prägen Europas Handlungsfähigkeit entscheidend. Europa braucht eine kohärente Industrie- und Energieagenda. Das umfasst wettbewerbsfähige Strompreise, belastbare Lieferketten, standardisierte Kriterien für strategische Projekte und eine smartere Beihilfenlogik, die Transformation ermöglicht, ohne Binnenmarktprinzipien auszuhöhlen. Für Dohnanyi ist klar, dass Europa im globalen Wettbewerb nur als Verbund seiner Stärken bestehen kann. Deutschlands Aufgabe ist es, diese Koalitionen zu schmieden, Investitionen zu mobilisieren und zugleich die eigenen Strukturen zu reformieren. Nur so entsteht eine verlässliche europäische Macht, die nicht zwischen moralischem Anspruch und strategischer Ohnmacht zerrieben wird. Drittens. Sicherheit, Machtpolitik und das Verhältnis zu USA, Russland und China. Dohnanyi argumentiert, dass Sicherheitspolitik ohne illusionsfreie Analyse der Machtverhältnisse nicht funktionieren kann. Europa bleibt militärisch auf die Vereinigten Staaten angewiesen, zugleich wachsen dort innenpolitische Spannungen und die strategische Fokussierung auf den Indopazifik. Daraus leitet er die Notwendigkeit ab, die europäische Verteidigungsfähigkeit signifikant zu erhöhen und Redundanzen in der Rüstungsproduktion abzubauen. Gemeinsame Beschaffung, Interoperabilität und eine klare Lastenteilung sichern, Glaubwürdigkeit und Abschreckung. Im Verhältnis zu Russland gilt es, Sicherheit und Stabilität zu priorisieren. Der Angriff auf die Ukraine hat die Sicherheitsordnung verletzt und verlangt Standhaftigkeit, Unterstützung der angegriffenen Seite und Abschreckung gegenüber weiterer Aggression. Zugleich plädiert Dohnanyi für eine strategische Linie, die neben Härte auch Kanäle der Kommunikation offen hält, um Eskalationsrisiken zu managen und Optionen für künftige Sicherheitsarrangements nicht zu verbauen. Er warnt vor Überdehnung durch Maximalziele, die weder durchsetzbar noch finanzierbar sind. Im Umgang mit China mahnt der Autor zur Balance. China ist Systemrivale, Wettbewerber und Partner zugleich. Eine einseitige ideologische Festlegung verengt Handlungsspielräume und gefährdet europäische Wirtschaftsinteressen.
De-Risking statt Entkopplung lautet der pragmatische Ansatz. Diversifizierung von Lieferketten, Schutz kritischer Infrastruktur, Investitionskontrollen und technologiebezogene Guardrails sollen Verwundbarkeiten reduzieren, ohne die für Wohlstand und Innovation notwendige Offenheit zu zerstören. Mit Blick auf die USA unterstreicht Dohnanyi die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft, fordert aber mehr europäische Eigenleistung. Strategische Autonomie in ausgewählten Feldern entlastet die Allianz, erhöht die Resilienz Europas und verschafft den Europäern mehr Einfluss in transatlantischen Abstimmungen. Zentral ist aus seiner Sicht eine ehrliche Kostenrechnung. Sicherheit hat Preis und Priorität. Wer glaubwürdige Abschreckung will, muss Fähigkeiten finanzieren, Prozesse beschleunigen und politische Zielsetzungen realistisch justieren. Dohnanyi plädiert daher für Zielklarheit statt Symbolpolitik, für robuste Diplomatie statt moralischer Eskalationsrhetorik und für eine Sicherheitskultur, die das Zusammenspiel von Militär, Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft als Gesamtsystem begreift. So entsteht strategische Handlungsfähigkeit, die Europa in einer rauen Welt dringend braucht. 4. Wirtschafts- und Energiepolitik als Grundlage strategischer Handlungsfähigkeit. Die ökonomische Basis bestimmt, wie viel außenpolitische Gestaltungskraft ein Land hat. Dohnanyi macht deutlich, dass Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz keine Nebenaspekte, sondern Kernbestandteile nationaler Interessen sind. Er kritisiert Doppelbotschaften, in denen ambitionierte Ziele verkündet werden, ohne Geschäftsmodelle, Finanzierung und Umsetzung realistisch zu klären. Der Autor skizziert eine Industriepolitik neuer Generation, die nicht auf Dauersubventionen setzt, sondern auf Standortqualität, Technologieoffenheit und Investitionssicherheit. Dazu gehören schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, verlässliche regulatorische Pfade, ein leistungsfähiger Kapitalmarkt für Zukunftsprojekte und eine Bildungspolitik, die berufliche Exzellenz genauso fördert wie akademische Spitzenforschung. Besonders prägend ist Dohnanyis Blick auf Energie. Bezahlbare, stabile und klimaverträgliche Energie ist Dreh- und Angelpunkt für Produktion und Innovation. Er mahnt eine nüchterne Bilanz der verfügbaren Optionen an. Ein realistischer Energiemix, internationale Partnerschaften für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, flexible Netze und Speicher sowie ein zügiger Ausbau von Erzeugungskapazitäten sind aus seiner Sicht prioritäre Aufgaben. Zugleich warnt er vor unkoordinierten Ausstiegs- und Einstiegsentscheidungen, die Versorgungssicherheit gefährden und Flucht in Importe erzeugen. Resiliente Lieferketten und Rohstoffstrategien sind ein weiterer Baustein. Europa muss seine Verwundbarkeit bei kritischen Mineralien, pharmazeutischen Vorprodukten, Halbleitern und Komponenten der Energiewende reduzieren. Das gelingt durch Diversifizierung, strategische Partnerschaften, Recycling, heimische Kapazitäten, wo sinnvoll, und durch smarte Handelsabkommen, die Standards setzen, aber marktwirtschaftliche Dynamik nicht ausbremsen. Digitalisierung und technologische Souveränität betrachtet Dohnanyi als Hebel, um Produktivitätsreserven zu heben und geopolitische Abhängigkeiten zu mindern. Cloud, Datenräume, Cybersicherheit, KI und eine leistungsfähige öffentliche IT sind demnach keine Nischenthemen, sondern Standortfaktoren. Er fordert eine Kultur politischer Prioritätensetzung, in der Projekte mit systemischer Wirkung vor Symbolprojekten stehen. Insgesamt verbindet Dohnanyi Klimaziele, wirtschaftliche Stärke und soziale Balance zu einer Agenda, die Transformation als Wettbewerbschance begreift. Indem Deutschland und Europa das Fundament aus Energie, Infrastruktur, Innovation und Fachkräften stärken, gewinnen sie außenpolitisch Erbebel, können Werte glaubwürdig vertreten und Krisen widerstehen. Ökonomie ist somit nicht nur Binnenpolitik, sondern Sicherheits- und Außenpolitik mit anderen Mitteln. Schließlich Diplomatie, Dialogkultur und die Kunst des Interessenausgleichs. Ein roter Faden des Buches ist die Aufwertung klassischer Diplomatie. Dohnanyi plädiert für eine Dialogkultur, die nicht mit Nachgiebigkeit verwechselt werden darf. Gespräche dienen nicht dazu, Gegensätze zu übertünchen, sondern um sie zu strukturieren, Missverständnisse zu reduzieren,
Risiken zu managen und Lösungskorridore auszuloten. Professionelle Diplomatie bedeutet für ihn, die Sicht der Gegenseite analytisch ernst zu nehmen, ohne sie normativ zu übernehmen. Nur wer Motive, Zwänge und innenpolitische Dynamiken seiner Gegenüber kennt, kann Hebel identifizieren, Sequenzierungen planen und belastbare Vereinbarungen verhandeln. Der Autor kritisiert eine Rhetorik, die Eskalation moralisch auflädt und damit Brücken verbrennt, bevor Optionen geprüft sind. Er fordert stattdessen, Ziele nach Reichweite und Zeithorizont zu staffeln. Kurzfristige Deeskalation, mittelfristige Stabilisierung und langfristige Ordnungsfragen müssen voneinander unterschieden und in Paketen verknüpft werden. So entstehen Verhandlungsergebnisse, die über Schlagzeilen hinaus Bestand haben. Ein weiteres Kernthema ist Vertrauensbildung durch Verlässlichkeit. Wer Zusagen macht, muss sie halten. Wer rote Linien kommuniziert, muss sie durchsetzen. Gleichzeitig erinnert Dohnanyi daran, dass Diplomatie immer auch Innenpolitik ist. Öffentliches Erwartungsmanagement, interministerielle Abstimmung und die Einbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erhöhen die Qualität von Mandaten und vermeiden Innen-Außen-Widersprüche. Im Verhältnis zu schwierigen Partnern setzt er auf De-Risking in der Diplomatie. Das bedeutet, Abhängigkeiten bewusst zu reduzieren, Notfallmechanismen aufzubauen und Kontakte zu pluralisieren. Statt monolithischer Formate werden redundante Kanäle genutzt, um in Krisen nicht blind zu sein. Multilaterale Foren bleiben wichtig, aber oft sind minilaterale, themenspezifische Koalitionen wirksamer. Schließlich betont Dohnanyi, dass moralische Anliegen nicht verschwinden, wenn man sie nicht als Keule führt. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht gewinnen an Gewicht, wenn sie in eine konsistente Gesamtstrategie eingebettet sind, die Partner mobilisiert und Kosten teilt. So wird Diplomatie zum Instrument verantwortlicher Interessenpolitik, klar in der Zielsetzung, robust in der Umsetzung, lernfähig im Prozess. Zusammenfassend: Nationale Interessen ist ein Buch für Leserinnen und Leser, die Orientierung jenseits tagespolitischer Aufgeregtheit suchen. Es richtet sich an Studierende der Politik- und Wirtschaftswissenschaften, an Führungskräfte in Verwaltung, Unternehmen und Verbänden, an Journalistinnen und Journalisten sowie an engagierte Bürgerinnen und Bürger, die politische Entscheidungen verstehen und bewerten wollen. Besonders profitieren alle, die Strategien entwerfen, Risiken abwägen und mit Zielkonflikten professionell umgehen müssen. Der Gewinn dieses Buches liegt in seiner Verbindung aus Erfahrung, Klarheit und Pragmatismus. Dohnanyi liefert keine Schlagworte, sondern ein belastbares Raster, mit dem sich komplexe Lagen ordnen lassen. Er zeigt, wie nationale Interessen definiert, priorisiert und in europäische Handlungsfähigkeit übersetzt werden. Wer das verinnerlicht, trifft bessere Entscheidungen im Beruf wie im Gemeinwesen. Für die persönliche Lebenspraxis ist das Buch nützlich, weil es Denkwerkzeuge vermittelt, die überall gelten. Ziele präzise formulieren, Alternativen ehrlich vergleichen, Mittel konsequent auf Wirkung prüfen, Fehler anerkennen und Kurs justieren. Diese Haltung stärkt Urteilskraft, reduziert Illusionen und erhöht die Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Erfolge. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Weil Dohnanyi den schwierigen Spagat meistert, zugleich normativ begründet und praktisch anwendbar zu argumentieren. Er verkennt moralische Ansprüche nicht, aber er zeigt, wie sie in realen Machtverhältnissen bestehen können. Er verzichtet auf Schablonen, benennt Widersprüche offen und gibt Leitlinien an die Hand, die im Berliner Regierungsviertel ebenso brauchbar sind wie in einem mittelständischen Betrieb oder einer Stadtverwaltung. In Zeiten globaler Umbrüche ist Orientierung kein Luxus, sondern Voraussetzung für Souveränität. Nationale Interessen bietet genau das: eine ruhige, gut strukturierte und umsetzungsfähige Perspektive, die hilft, Prioritäten zu setzen, Ressourcen wirksam einzusetzen und Verbündete zu gewinnen. Wer Politik als Kunst verantwortlicher Priorisierung versteht, findet hier einen Kompass, der lange über aktuelle Schlagzeilen hinaus Bestand hat. Wenn Sie unterstützen möchten, Klaus von Dohnanyi, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe,
Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.